Hello, 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 der Facebook Business Manager. Was ist das und warum müsste man den einsetzen? Business Manager in Facebook nicht zu verwechseln mit dem Zielgruppenmanager und auch nicht zu verwechseln mit dem Werbeanzeigenmanager. Im Business Manager, da geht es darum, dass du dein Unternehmen und die verschiedenen Besitztümer deines Unternehmens im Universum von Facebook gut verwalten kannst und besser Rechte verteilen kannst und auch besser zusammenarbeiten kannst, zum Beispiel mit deiner Agentur. Und wenn solche Themen wichtig sind bei dir, also wenn du mehrere Leute hast, die mithelfen in deinen Facebook-Marketing- und Kommunikationsdingen, dann brauchst du den Business Manager. Wenn du eine externe Agentur hast, die für dich Facebook Promotions macht, Facebook Anzeigen schaltet, mit den Zielgruppen arbeiten muss, dann brauchst du den Business Manager. Es geht um ein Verwaltungstool, um Rechte zu verwalten, eine Übersicht zu haben über deine Besitztümer als Unternehmen. Das heißt auch Instagram-Konten, solche Dinge, das ist ja auch Facebook, irgendwann wahrscheinlich auch WhatsApp-Business und solche Dinge. Gut, ich bin gerade daran, meinem Offline-Facebook-Marketing-Tageskurs zu arbeiten, wieder upzudaten, solche Dinge. Und Business Manager ist ein kleines Thema da drin und ich will jetzt ein paar Tipps geben. Grundsätzlich gehen wir mal auf business.facebook.com. Dort findest du den Business Manager. Dort kannst du dich auch anmelden dafür, wenn du ihn noch nicht hast. business.facebook.com. Ich sehe auf den ersten Blick, auf welche Unternehmen ich Zugriff habe. In der Regel hat man auf ein Unternehmen Zugriff. Wir jetzt als Online-Marketing-Agentur haben mehrere Zugriffe, aber jetzt zum Beispiel ganz frisch eingerichtet oder eben noch nicht eingerichtet, der Business Manager für unsere kleine Band Spiegelbild. Und da sehen wir haben eine Seite drin. Als erstes, was wir machen, wenn wir den Business Manager einrichten, wir gehen oben rechts auf Unternehmenseinstellungen und da ist diese ganze Verwaltung drin. Und da sehe ich, im Moment bin nur ich als Person hinzugefügt, da würden jetzt alle Mitarbeiter drin stehen. Ich kann auch Partnerfirmen hinzufügen. Das wäre deine externe Agentur, die Facebook-Ads für dich schaltet. Das können auch wir sein in gewissen Situationen. Dann haben wir Facebook-Seiten. Ich sehe unsere Band-Facebook-Seite und Werbekonten habe ich noch keine. Ich kann direkt hier drin Werbekonten erstellen. Ich kann direkt hier drin neue Seiten erstellen, neue Seiten hinzufügen, auch Zugriff auf eine Seite beantragen, die von einem anderen Unternehmen verwaltet wird und so weiter. Instagram-Konten haben wir jetzt auch drin, kann ich auch Zugriff kriegen auf weitere Instagram-Konten. Die kann ich allerdings nicht direkt hier erstellen, da brauchen wir immer noch die Instagram-App. Und Projekte, da kann ich gewisse Dinge zusammenfassen. Aber wichtig zu wissen, es verwaltet die Nutzer und die verschiedenen Besitztümer im Facebook-Unternehmen, Apps und so weiter auch. Jetzt zum Beispiel habe ich noch kein Werbekonto hier drin. Ich kann ein bestehendes hinzufügen oder Zugriff kriegen oder ein neues Werbekonto erstellen. Zeitzone und Währung ist wichtig. Das kann man nicht mehr umstellen nachher. Und ich habe ein neues Werbekonto bereit. In diesem Werbekonto müsste ich dann Zahlungsmittel und solche Dinge einfügen. Ich kann jetzt direkt den Personen, also mir im Moment, die Rechte geben, damit zu arbeiten, und das Werbekonto zu Spiegelbild ist jetzt auch hier, und ich da noch ein Reload mache zur Sicherheit, dann sehe ich dann auch im Hamburger-Menü oben, dass ich ein bisschen mehr Elemente drin habe als vorher. Und jetzt
Dieses Menü ist nicht direkt der Business Manager. Der Business Manager ist mehr die Zuweisung von Rechten, aber im Businessbereich von Facebook haben wir sehr oft mit diesem Menü, das da über dieses Hamburger-Menü erreichbar ist, zu tun. Und was wir hier sehr häufig einsetzen, zum Beispiel Zielgruppen Insights, also mögliche Zielgruppen finden, auswerten. Natürlich der Werbeanzeigenmanager, das ist für jede Firma wichtig, die in Facebook arbeitet, ausnahmslos. Dann eigentlich dazu gehören die Zielgruppenmanager, darüber auffindbar, und Dinge wie der Facebook Pixel, natürlich auch empfehlenswert für jedes Unternehmen, das Facebook nutzen will, um beispielsweise Leute anzusprechen, die auf der Website waren. Okay, andere Dinge wie Analytics, Werbeanzeigenberichte findet man natürlich alles auch über dieses Menü. Business Manager, mal schnell sehen, das ist eigentlich die Übersicht. Jetzt sehen wir Werbekontenseiten, aber interessant wird es erst in den Unternehmenseinstellungen. Okay, das sind solche Dinge als Tipp. Wenn du deine Seite in den Business Manager transferierst, was ich dir empfehle, dann gehe erstens auch in deine Seite und entferne die direkte Verwaltungsrechte, sonst hast du das über 2 verschiedene Stellen verwaltet. Das heißt, du gehst bei der Seite unter Einstellungen rein und siehst dort unter Rollen, dass du dort eingetragen bist als Administrator. Wenn dein Unternehmen, also dieser Business Manager, eingetragen ist, dann brauchst du nicht auch noch direkte Rechte dort. Es kann nämlich dazu führen, wenn du das nicht entfernst, vor allem wenn du andere Leute auch drin hast, dass sie zum Beispiel dein Unternehmen verlassen und man kickt sie raus im Business Manager und vergisst dabei, dass sie direkte Rechte auf der Seite haben. Und da kann natürlich etwas Unschönes passieren, wenn diese Leute zum Beispiel in Unfrieden die Firma verlassen haben oder dann auch einen Fehler machen. Okay. Zweiter Tipp, nutze die App Seitenmanager, das gibt es für Android und für iOS. Seitenmanager von Facebook, das kannst du dann nutzen, um deine Seiten zu verwalten, zu interagieren, Benachrichtigungen zu kriegen, bei neuen Kommentaren, solche Dinge. Gut. Sind noch Fragen? In den Kommentaren sind noch weitere Fragen rund um Facebook-Marketing oder auch rund um Funnel-Marketing, dann ebenfalls unten in den Kommentaren oder in unserer Facebook-Gruppe. Das findet man irgendwie, wenn man zum Beispiel sucht nach Digital Marketing Mastermind by Chris und Sam. Und gib mir einen Daumen hoch, wenn das nützlich ist. Und man sieht sich im nächsten Video. Bye bye.